Liebe Freundinnen und Freunde, wir sind im letzten Herbst in das volle politische Risiko gegangen für unser Land. Wir zahlen selbst heute einen hohen Preis dafür. Für Deutschland war diese Entscheidung aber richtig. Wir haben alle miteinander sehr gekämpft. Viele Aktive bis auch an die Grenze der eigenen physischen Möglichkeiten. Ich bin sehr stolz auf diese Freie Demokratische Partei und ich danke allen, die uns gewählt, allen, die uns unterstützt haben und vor allen Dingen den ungezählten Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfern vor Ort. An euch hat es nicht gelegen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir haben es nicht vermocht zu zeigen, welche Erfolge wir in der Ampelkoalition hatten. Und wir haben auch nicht hinreichend die Gründe für ihr Scheitern darlegen können. Wir haben zu wenige Menschen, gemessen an unseren eigenen Ansprüchen, gewinnen können, die uns ein neues Mandat in einer nächsten Gestaltungskoalition gegeben haben. Es ist also heute eine Niederlage für die Freien Demokraten. Dennoch bin ich überzeugt, es ist keine Niederlage für den politischen Liberalismus. Im Gegenteil, der Gedanke der Freiheit des Einzelnen, der Marktwirtschaft, der inneren Liberalität unserer Gesellschaft, der politische Liberalismus wird in den nächsten Jahren wichtiger werden denn je. Und deshalb wird ab morgen die Fahne der Freien Demokraten wieder aufgerichtet. So oder so, ab morgen wird die Fahne der Freien Demokraten wieder aufgerichtet. Am heutigen Abend aber werden wir noch starke Nerven weiterhin beweisen müssen. Heute Abend schauen wir, welches Ergebnis die Wählerinnen und Wähler uns geben, und dann werden wir morgen bewerten und sortieren. Eines jedenfalls ist sicher, die Freien Demokraten, sie sind nicht endgültig besiegt. Die Freien Demokraten gehören zu dieser Republik, weil der politische Liberalismus zu dieser Republik gehört. Also, starke Nerven, bis später. Eine Niederlage, wir sind nicht endgültig besiegt. Uli, du bist gleich dran. Wir müssen aber erst noch mal zu Leonie gehen. Leonie, Entschuldigung, ich musste dir ins Wort fallen, weil du konntest nicht sehen, wann Christian Lindner kommt, weil ihr Journalisten seid ja bei der FDP tatsächlich rausgeflogen. Bei der Wahlparty ist also auch ein unglaublicher Vorgang, muss man sagen. Aber wie würdest du jetzt deine Worte sehen? Also da ist man nicht so von überzeugt, dass es noch bei der 5%-Hürde bleiben könnte, oder? Christian Lindner hat zumindest ganz bewusst nicht die Zahlen, die wir im Moment haben, noch mal in den Mund genommen, weil ja auch nach wie vor alles offen ist. Unklar, ob es für die 5% am Ende dann wirklich reichen wird oder nicht. Er hat gesagt, man müsse weiterhin starke Nerven haben heute Nacht. Ich habe mich schon vor mehreren Stunden heute mit einigen FDP-Leuten unterhalten und auch da hieß es schon, man setzt gar nicht so sehr auf diese erste Prognose um 18 Uhr, weil es eben alles andere als unwahrscheinlich ist, dass man erst deutlich später in der Nacht dann irgendwann endgültig Gewissheit hat. Insofern geht die Zitterpartie hier weiter. Ganz interessant fand ich, was der FDP-Chef eben noch gesagt hat. Morgen werde man das Ganze dann bewerten und sich sortieren. Da kann man jetzt natürlich heraushören, wenn die FDP rausfliegen sollte, dass es dann natürlich möglicherweise auch personell noch mal Umstrukturierung geben wird, sozusagen, dass Christian Lindner dann zurücktreten würde, sollte die FDP tatsächlich nicht wieder ins Parlament einziehen. Das gilt als beinahe sicher. Aber das wollte er heute offenbar zumindest erstmal noch nicht sagen. Da müssen wir dann auf morgen warten. Und es besteht ja immer noch ein bisschen Resthoffnung für die Freien Demokraten hier, dass es vielleicht doch noch was wird, wenn auch diese Hoffnung hier von Minute zu sinken scheint.